Freunde. Ich denke, ich kann euch herzlich willkommen zum nächsten Vlog wünschen, denn ich bin in meinem nächsten Land. Deswegen wird das Sinn machen. Ja, ich bin in Thailand. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich tatsächlich in Thailand angekommen. Das war tatsächlich nicht von Anfang an so der ursprüngliche Plan. Aber der Grund ist, ein Kumpel von mir, der auch tatsächlich in Vlogs hier bisher gefeatured hat, der Flo, und zwar nicht der Flo, der mit mir in Neuseeland war, sondern der hat mich damals in Australien besucht. Wir waren damals unter anderem kurz in Brisbane. Der ist zufällig mit einem Kumpel zur gleichen Zeit hier wie ich, und deswegen, das hat halt Sinn gemacht, weil wenn ich in der Region bin, dann kann ich hier treffen. Achso, ja, übrigens, ich habe gar nicht erwähnt, ich bin in Bangkok. Bin mitten in riesen Bangkok. Ich bin nur 24 Stunden in Bangkok, weil die Jungs fliegen dann morgen auch direkt weiter. Die fliegen nach Vietnam. Da komme ich jetzt nicht mit, aber ich bin heute genau erstmal in Bangkok mit denen. Genau, morgen früh ein bisschen und danach gehe ich weiter innerhalb von Thailand. Aber genau, Flo war jetzt häufiger in Bangkok, deswegen der wird, denke ich mal, ein ganz guter Reiseguide hier sein. Und ich freue mich gleich, den zu sehen. Genau, wir sind erstmal jetzt, bin ich noch alleine, ich bin im Lumpini Park. Ist so ein Park mitten in der Stadt, ist echt cool, ich bin hier gerade rumgelaufen, das ist wirklich ganz nett hier. Und genau, wir treffen uns gleich in einem Mall, der ist direkt neben dem Park, und dann gucken wir mal, was der Tag jetzt hier noch hält. Ich glaube, die wurden gespottet. So, mehr habe ich gar nicht von Bangkok euch zu zeigen, ehrlich gesagt. Es war ja wirklich nur ein sehr, sehr kurzer Aufenthalt, und zudem wollte ich ja ein bisschen Zeit mit den Jungs verbringen. Deswegen, das war mir in dem Moment einfach wichtiger, als jetzt so viel zu filmen. Ich hoffe, die paar Eindrücke haben euch ja trotzdem gefallen. Grundsätzlich, Stadt hat mir echt gut gefallen, also für die sehr kurze Zeit, dass ich da war. Schon eine echt coole Stadt, also auch sehr, sehr, sehr groß. Geht schon Richtung Tokio-Dimension von der Größe her, gefühlt zumindest. Und ja, war natürlich auch sehr praktisch, da mit Flo dabei zu sein, der halt häufiger in der Stadt schon war, der sich da gut auskennt, und wir waren da schon bei ein paar coolen geheimen Spots. Ja, gab auch ein bisschen ein Drama, weil meine Kreditkarte ist leider nicht mehr bei mir. Ist nämlich so, du musst halt in Thailand, muss man halt Bargeld abheben. Hier wird wirklich sehr, sehr viel wird viel Bargeld genutzt. Und bei dem ATM war das halt so, ich habe meine Karte reingesteckt, das Bargeld rausgenommen und meine Karte vergessen mitzunehmen. Und in Deutschland ist es ja andersrum. Erst kommt ja die Kreditkarte und dann kriegst du das Geld. Das ist wahrscheinlich genau deswegen so, dass das nicht passiert. Und ja, ich gehe davon aus, die Maschine hat wieder meine Karte geschluckt, aber alles halb so, jetzt im Nachhinein eigentlich alles halb so wild. Ich habe auch noch eine virtuelle Karte. Ich habe auch sonst eine Backup, meine deutsche Karte. Also war aber in dem Moment natürlich ein bisschen ein Drama, das leider auch ein bisschen Zeit gekostet hat, wo wir in Bangkok waren. Und ja, einen Tag da verbracht, weitergezogen. Genau, ja, apropos, nächster Stopp. So, ich bin nämlich jetzt auf Koh Samui. Eine sehr, sehr kleine Insel in Thailand an der Ostseite. Und wie man sieht, es ist Paradies pur. Es war mal ein bisschen Zeit für sowas. Bisher war es ja wirklich nur eine reine Städtereise. Ich war ja wirklich nur in 3 Städten in Japan und dann war ich in Kuala Lumpur und dann Bangkok.
Und wenn ich in Thailand schon bin, dann muss man ein bisschen das Strandleben mitnehmen, auch wenn es jetzt nur für 2 Tage ist. Werde wahrscheinlich nicht so viel filmen hier, weil das wird eher auf Entspannung pur hinauslaufen. Aber ein bisschen was zeige ich euch. Und ja, also ist wirklich, wirklich wie ein bisschen Paradies hier. Mein Hotel ist auf dem Strand, das sich Lamai Beach nennt. Und das ist, was ich richtig cool im Strand finde, ist, du kannst da wirklich den ganzen Strand entlang laufen. Es ist ohne Absperrung. Also da ist alles mögliche an Resorts, also kleine Hotels, die am Strand sind natürlich, aber es ist nichts abgesperrt. Und ich liebe einen Strandspaziergang. Das habe ich in Australien auch ständig gemacht. Ich finde es cool, dass man hier die Möglichkeit hat. Und genau, und deswegen gucken wir uns mal diesen Strand an. So, ich bin eben auch in so einem Resort-Hotel am Strand. Das ist echt ganz schick eigentlich. Ich habe hier sogar so ein kleines Balkon hier. Wobei, sobald man die Tür aufmacht, dann geht man direkt in eine Sauna rein. Aber ja, so sieht es hier aus mit dem kleinen Resort. Zimmer passt. Der Möbel ist zwar ein bisschen outdated zum Teil, aber für 2 Tage ist absolut in Ordnung. Also das ist jetzt gar kein Fall eine Beschwerde. 60 € dafür gezahlt, umgerechnet. Also wie gesagt, Thailand ist einfach auch sehr, sehr, sehr günstig. Was passt, ich glaube, in vielen anderen Ländern hätte ich mir das nicht leisten oder ich hätte es schon leisten können, aber ob ich es mir leisten wollen hätte, ist eine andere Frage. Ja, genau. Großes Zimmer, großes Badezimmer auch, muss ich sagen. Ja, hier lebt es sich gut für 2 Tage Entspannungsfeeling. So, ich war jetzt gerade sehr entspannt essen, muss ich sagen. Das war ein richtig schöner Restaurant, das direkt am Strand war. Das Essen war auch wirklich nicht so schlecht eigentlich. Und ja, jetzt schauen wir mal, einen Programmpunkt gibt es doch, was ich hier gerne machen würde, abseits von am Strand chillen. Es gibt ein Night Market hier, also ein Nachtmarkt, die heißt auch Lamai Night Market, direkt bei uns in der Nähe. Und genau, den würde ich jetzt mal kurz angucken. Wir laufen auch ein bisschen durch Samui. Der Night Market ist echt cool, muss ich sagen. War größer als ich dachte. Ganz, ganz viele Essenstände und auch so kleine Läden, wo man einkaufen gehen konnte. Ja, ich war eben schon essen, deswegen habe ich da nichts mehr gebraucht. War ein bisschen schade fast, weil ich hätte echt was gern probiert mal. Es war wieder ein bisschen mehr local. Aber ich habe mir so einen Coconut Smoothie gegönnt und der ist gerade ultra erfrischend, muss ich sagen. Jetzt sind wir auch 30 Grad gerade, also ist mega. Was man halt am Ende des Tages halt doch sagen muss, ne? Koh Samui ist halt ultra touristisch. Gut, jetzt bin ich halt bei einem Ort, aber ich glaube nicht, dass es sich so unterscheidet bei den anderen Orten hier. Nur jeder Strand so ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, das war jetzt auch in Ordnung. Ich bin ja wirklich nur für 2 Tage da und es ging für mich eigentlich nur um Entspannen und ein bisschen am Strand mal sein. Und der Strand hier ist wirklich sehr, sehr schön. Also das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ist auch überhaupt nicht überlaufen. Und ja, die Hauptstraße, da ist schon viel los, vor allem nachts. Und das ist jetzt, wie gesagt, ist einfach touristisch. Alles Mögliche an Restaurants hier, die einfach nicht so attraktiv ausschauen. Und ja, die Läden sind schon ganz nett, aber nee. Aber trotzdem, wie gesagt, der Nachtmarkt war jetzt cool. Der Coconut Smoothie ist wirklich lecker. Und ja, lässt sich leben auf jeden Fall. So, ich bin jetzt eben am Koh Samui Flughafen angekommen und ich zeige euch mal ein bisschen diesen Flughafen. Also werden Sie denken, was denke ich mir jetzt dabei, was ist daran so spannend? Aber dieser Flughafen ist wirklich wild und einfach wert fürs Video, finde ich.
hinter mir ist einfach der Wartebereich vom Gate. Hier drüben direkt ist die Landebahn. Da ist auch so eine kleine Schaukel, von dem du es einfach super schön ansehen kannst. Also, wie gesagt, dieser Flughafen, das ist eigentlich ein offenes Gebäude. Das ist einfach nur ein Ort mit ein paar Dächern. Und das ist sowas noch nie gesehen. Ich bin bei wirklich vielen Flughäfen in meinem Leben gewesen, aber an sowas bin ich noch nicht mal ansatzweise bisher dran gekommen.